Hallo alle Himmelsstürmer, Crash-Piloten so wie ich und Freunde der VR. Ich bin Sushiro und heute geht es um die Pico-Version von Drone Simulator VR. Entwickelt und herausgegeben wird es vom Studio Zero Space, das seinen Sitz in Nürnberg hat. Ich konnte mir schon die Quest- und Steam-Version anschauen, das habe ich euch oben auch nochmal verlinkt. Aber nun ist die Pico-Version an der Reihe. Wer Drone Simulator VR noch nicht kennt, in diesem Spiel könnt ihr eine virtuelle Drohne physikalisch akkurat durch mehrere virtuelle Umgebungen steuern. Und es wird das reale Flugverhalten einer echten Drohne simuliert. So wird es uns zumindest versprochen, aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, bei der Steam- und Meta-Version traf das zu. Ob es auch so bei Pico ist, das schauen wir uns an. Daher geht es jetzt unter die Brille. Ja, herzlich willkommen auf der Pico oder unter der Pico. Und zwar, wir gucken uns ja Drone Simulator VR an, haben das schon für Meta bzw. Quest gemacht und auch für Steam. Das Video habe ich euch ja im Intro schon verlinkt. Und was sehe ich? Was ist der erste Eindruck, den ich habe von der Umgebung? Grafisch ist es etwas schlechter als auf der Quest und auf Steam, aber ganz minimal. Also weite Gegenstände werden so ein bisschen kriselig, aber nicht stark. Ja, also es flackert da hinten ein bisschen was dann, aber wirklich minimal. Es sieht wirklich gut aus. Ja, wir sind in der Industrieumgebung, haben hier unser Podest am Anfang. Auf der linken Seite haben wir dann unsere Steuerelemente. Und wie ihr seht vielleicht, oder wem es vielleicht schon auffällt, wenn er das andere Video gesehen hat, ich habe schon ein paar Sachen freigeschaltet, damit ich euch nämlich hier auf Pico dann auch was anderes zeigen kann. Und zwar, wir haben uns bei dem Video für Quest und Steam immer in der Map Simulator bewegt, also hier, wo alles mit Test-Dummy-Symbolen voll gekleistert ist. Und ich habe jetzt aber noch freigeschaltet die Karte Industrie, die wir uns gleich angucken, und Burgruine. Ansonsten, das Panel ist genauso wie in den anderen Versionen. Ich habe hier meine Drohnensteuerung, wo ich sehen kann, mit welchem Controller ich was steuere. Also in der rechten Hand auf jeden Fall dann mein Tablet, um die Kamera der Drohne zu sehen. Und brauche ich auch dann zum Steuern, sobald die Drohne aus dem Sichtfeld raus ist. Ich lasse sie mal gerade ein bisschen hochfliegen, drehe sie mal. So, jetzt lasse ich sie mal auf uns zufliegen. Und hier haben wir unsere Drohne. Also sieht ziemlich cool aus. Das Coole ist auch, man sieht dann auch schön, wie die Kamera, wenn ich die verändere, den Winkel, wie die das dann mitmacht. Ja, was kann man alles freischalten? Das sieht man ja in diesem Feld, und zwar durch diese Fotospots, die man machen kann. Dafür drehe ich mich einmal mal nach rechts. Hier haben wir Simulator, Industrie und Burgruine. Da sind die Fotospots. Das heißt, bei der Burgruine kann ich euch das dann gleich auch nochmal zeigen. Wenn man die macht, diese Fotospots, dann werden die einzelnen Maps freigeschaltet. Und dann gibt es noch diese Coins zu sammeln. Davon habe ich auch mal ein paar gesammelt. Mache ich bei der Burgruine dann auch nochmal oder in Industrie mal einen, damit ihr seht, wie so ein Coin aussieht. Damit schaltet ihr dann zusätzliche Drohnenfarben frei. Also man sieht, hier gibt es die Drohnenfarben, die sind auch alle mit einem Schloss versehen. Und ich könnte jetzt meine Drohne zum Beispiel blau machen. Und schon ist sie blau. Oder, damit ich sie gut erkenne, rot. Ja, ich lasse mal das rot, dann sehe ich sie schneller. Und die Steuerung funktioniert präzise wie gewohnt. Also das finde ich echt super, wie gut das funktioniert. Weil oft hat man ja Sachen mit, wenn man gerade so einen Thumbstick oder einen Joystick benutzt, wo es dann sehr schwer ist zu steuern. Und hier geht das extrem präzise und gut. Ich kann zwar die Modis dann nochmal wechseln und kann auch hier einstellen den Flugmodi, also wie schnell die Drohne reagiert. Ich könnte zum Beispiel, das ist jetzt normal, dann fliegt die Drohne so in einer Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt Sport schalte, dann reagiert sie noch flinker. Allerdings, oh, ich muss aufs Tablet gucken, muss man da dann auch aufpassen. Die geht echt ab in Sport. Also Sport ist
Keine Einstellung für einen Anfänger wie mich. Damit die Drohne dann überlebt, wollte ich sagen. Und schon ist sie kaputt. Ja, bin halt auch der Drohnen-Crash-Pilot. Ich stelle mal wieder auf Positionierung um. Dann hält die Drohne bei mir länger, wollte ich jetzt schon wieder sagen, aber das stimmt eigentlich auch nicht. Gut, dann gucken wir uns mal die anderen Maps an. Falls euch Industrie oder beziehungsweise die Map Simulator interessiert, guckt einfach ins andere Video rein. Dann habt ihr da einen ausgiebigen Rundflug auf diese Map Simulation. So, noch ist meine Drohne ja im Sichtkontakt. Ich drehe sie mal rüber und dann gucken wir mal, wie Industrie aussieht. Da läuft einer. Noch mal ranzoomen. Ja, ist schon cool gemacht. Den Winkel halt komplett verändern, wieder rauszoomen. Und wir steigen mal mit der Drohne ganz nach oben, damit wir mal so ein bisschen einen Rundumblick kriegen. Also das ist das Industriegelände. Dann so Schornsteine, Kräne, unten Tanks auch noch. Ja, man muss sich so ein bisschen schon konzentrieren beim Steuern. Sonst ist die Drohne ganz schnell weg. Könnte ich jetzt da reinfliegen? Theoretisch ja, ne? Krieg auch ich das hin? Ja. Ich weiß nicht, wie breit der in Wirklichkeit ist. Seht ihr das? Nein. Okay. Super Gutes an dem Drone Simulator, dass man unendlich viele Drohnen hat und man nicht so viel Geld dann ausgeben muss, wenn man seine Drohnen crasht. Wie in Wirklichkeit. Gucken wir hier, die zwei gucken gespannt zu. Einmal Container, lauter Lagerhallen. Da hinten war so ein Fotospot gewesen. Das sieht man jetzt noch so grau. Da war auch ein Fotospot. Und ja, das sind dann so die kleinen Aufgaben, die man machen kann. Es gibt halt auch noch die Zeitrennen. Aber das gucken wir uns dann gleich später bei der Burgruine an. Und da hat das Kameraauge etwas erspäht. Das war so ein Coin. Den muss man einsammeln. Tschüpp. Schon passiert. Jetzt kann ich wieder nach oben. Da war aber ein Rohr im Weg. Okay, die nächste Drohne ist kaputt. Hui. So, wo waren wir? Da waren wir. Ja, also ihr seht schon, grafisch sieht das schon ziemlich cool aus. Und das ist halt, wie ich mal so salopp sagen würde, die Map Industrie. Also es macht schon Spaß. Also ihr merkt es, ich werde dann ganz schnell schon ruhig, weil ich mich dann auf Fliegen konzentriere. Und da kann man schon richtig Spaß mit haben. Mir gefällt's. Oh, jetzt komme ich so langsam. Ich wollte es gerade noch sagen, so langsam aus dem Signalbereich der Drohne und dann ist sie schon abgestürzt. Da war es zu spät. Ja, wie gesagt, die Fotospots, das sieht dann so aus, wenn man die gemacht hat. Und bei der Burgruine haben wir noch was frei. Und hier steht nochmal, wie das mit den Fotospots generell funktioniert. Also man hat diese 3 Marker dann an der Seite, Position, Winkel und Zoom. Und sobald man das alles perfekt eingestellt hat, dann wird der Auslöser automatisch getätigt.
Hier haben wir nochmal eine Karte, wo wir dann sehen, wo die Drohne ist, wo wir sind und wo wir die Spots gefunden haben. Eine kleine Karte habe ich auch hier mal an der Seite am Tablet, damit ich ungefähr weiß, wo ich mich mit der Drohne gerade bewege. Und wenn ich jetzt mal gerade ganz nach hinten da nochmal rüber fliege, so, nochmal hier rüber, da bleiben wir mal, gucken mal zu uns rüber. Wenn ich jetzt umdrehe hier zur Karte, dann sehen wir da den blauen Pfeil, okay, da ist meine Drohne momentan und in die Richtung schaut sie. Also da finde ich meine Drohne dann auch wieder. Und wenn ich könnte jetzt auch über die Karte steuern. Dann sieht man, jetzt komme ich langsam in den Außenbereich. Dann wäre die Drohne auch wieder weg, was wir aber nicht wollen. Ja, dann habe ich noch Control-Modis, also wie ich die Drohne Steuerung. Ich habe jetzt Modus 2. Da ist es halt, dass ich mit dem rechten Controller halt hoch und runter mache. Mit dem linken Controller vorwärts, rückwärts und seitwärts. Und das kann ich aber dann variieren, wenn ich sage, na, das liegt mir nicht so, dann kann ich noch zwischen 3 Modusen hin und her wechseln. Und ich kann auch die First-Person-Ansicht wechseln. Also ich könnte jetzt mich selber mit Y, wenn ich das lange gedrückt halte. So, jetzt bin ich die Drohne. Ist das nicht cool? Das wusste ich tatsächlich bei dem Steam- und Quest-Video noch nicht. Aber ich kann mich jetzt hier drehen und habe dann tatsächlich die Ansicht aus der Drohne. Das ist doch mal richtig cool, oder? Und ich kann sie dann auch weiterhin steuern. Also ich finde das klasse. First-Person-Modus für die Drohne. Also da sieht man auch nochmal alles viel genauer und kann auch ganz genau gegen so einen Pfeiler fliegen, gegen so ein Rohr. Okay, also das ist der First-Person-Modus. Kann man dann einfach mit Y permanent hin und her wechseln. Und ist wieder im Normalen. Und dann gehen wir jetzt noch in die Burgruine. Da drückt man einfach den Knopf. So, jetzt sind wir in der Burgruine. Hier kann man jetzt noch Zeitrennen machen. Ich nehme jetzt mal gerade hier die 2 Bögen. Also die Zeitrennen können wir natürlich bei den anderen auch machen. Da sehen wir dann die Leute, die schon Zeitrennen gemacht haben. Und ich suche mal gerade den Start. Der ist jetzt hier hinter mir. Und lasse dann die Drohne mal loslegen. Aber ich sage jetzt schon, ich bin da sehr schlecht in sowas. Also das heißt, ich kriege hier keine gute Zeit hin. Und im Idealfall crashe ich nicht. Also das ist eher so mein Fokus, nicht die Zeit, sondern lebend da durchzukommen. Knapp. Da stehen sie und sind... ja, okay. Ihr seht, ich bin super schlecht in sowas. Deswegen Crash Pilot. Ja, was können wir bei der Burgruine noch entdecken? Ich habe ja gesagt, wir haben hier noch Fotospots frei. Können wir gucken, ob wir einen Fotospot finden. Dafür wechsle ich gerade einfach mal in die First-Person-Ansicht. Okay, also das ist eigentlich ein Spiel, was man gut mit Motion Sickness spielen kann. Wenn man die First-Person-Ansicht nimmt, dann eher nicht. Also wer damit Probleme hat, sollte vielleicht Abstand davon halten. Also da war ein Fotospot, da konnte man fotografieren. Das war aber das Bild, was ich schon gemacht habe, wie hier einer der Dummies zum Ritter geschlagen wird. Finden wir einen weiteren Fotospot? Ja, eigentlich, es müssten noch 3 Stück da sein. Da hinten sehe ich was. Hier haben wir Coins. Kann ich mal einsammeln? So, Coin gesammelt. Hier immer so ein bisschen Konfetti. Da ist noch ein Coin.
Hier wandern ein paar Dummies. Und da ist ein Fotospot, der die Dummy-Gruppe fotografiert. So, dafür wechsle ich wieder die Ansicht. So, jetzt habe ich wieder mein Tablet, bin wieder in meinem normalen Bereich. Und wir machen dann mal so ein Foto. So, kriegen wir das hin? Ja, sieht doch ganz gut aus. Wir nähern uns mal langsam. So, jetzt habe ich die Position. Es wird mir im Tablet angezeigt. Jetzt muss ich den Winkel. Ah, da war er. Da. Und wenn ich jetzt ranzoome, sobald ich den Zoom erreicht habe, schießt er dann das Foto. Tick. Und dann können wir hier auf der Leinwand sehen, da hat er das Foto geschossen. Ja, so funktionieren die Fotospots. Jetzt mal wieder zurück, Winkel zurück. Und ja, ich denke mal so für den Ersteindruck der Pico-Version sollte es für euch reichen. Ich denke, ihr konntet euch einen Eindruck machen. Wir machen noch mal so einen kleinen Rundflug mit der Drohne. Da unten bin ich. Da haben wir den nächsten Fotospot. Was fotografiert er? Das können wir uns noch angucken, was wir da fotografieren könnten. Oh, was machen die dann da? Ich wechsle mal die Ansicht. Oh, hier hat eine schwere Schlacht stattgefunden mit Dummies. Pfeil und Bogen sehen wir. Schwert. Und hier wurden auch schon einzelne Dummies niedergestreckt. Ja, also es gibt einiges zu entdecken. Also das mit der First-Person-Ansicht, das werde ich mir auch in Steam nochmal angucken. Ach, guck mal, da sitzt oben einer auf dem Turm. Ich hoffe, der hat nichts Unüberlegtes vor. Geht ja schon tief runter. Und zoom raus und ein bisschen zurück. Ja, also ihr seht, die Steuerung funktioniert einwandfrei, sehr präzise. Aber meinen Gesamteindruck gebe ich euch natürlich gleich im Fazit nochmal wieder. Aber ihr merkt schon, glaube ich, an meiner Reaktion, ich bin ziemlich begeistert. Also das Fazit wird positiv ausfallen. Gut, also dann sehen wir uns gleich beim Fazit. Ich hatte es schon während dem Spielen erwähnt, dass die Grafik nicht ganz so knackig wie auf der Quest- oder Steam-Version mit Quest gespielt ist. Weit entfernte Objekte kriseln leicht, aber es sieht immer noch sehr gut aus. Leider habe ich keine Pico 4 Ultra, um es vergleichen zu können. Die Steuerung dagegen ist genauso präzise und die Drohne fliegt und lenkt sich wie im Traum. Einfach genial. Besonders cool fand ich den Flug aus der Ego-Perspektive. Das gilt nämlich auch bei der Quest- und Steam-Version. Aber Achtung, Menschen mit Motion Sickness sollten sich erst langsam rantasten. Auch die Maps Industrie und Burgruine haben mir gut gefallen und laden zum Erkunden ein. Die kleinen Spiele wie Fotosport oder Zeitrennen sind gute Trainingsmöglichkeiten und machen Spaß. Daher kann ich sagen, jeder, der Spaß am Drohnenflug hat oder etwas üben möchte, kann bei 9,99 € im Pico Store bedenkenlos zuschlagen. Auch Sunny auf @sunnyzockt zeigt euch, was die Drohne so kann. Also schaut gerne mal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Falls euch mein Video gefallen hat, ich freue mich natürlich über jedes Däumchen, jeden Kommentar und jeden Abo. Also macht es gut. Ciao, ciao.